Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tardigate Tactical, das MCRS-System. Wir haben uns den dänischen Hersteller Tardigate Tactical vorgenommen. Wir werden euch da in einer Serie von insgesamt 6 Teilen die einzelnen Produkte vorstellen. Wir starten mit dem MCRS-System. Tardigate Tactical ist eine taktische Schneiderei aus Dänemark, gibt es seit 2011. Der Founder, Birk Knudsen, hat nach 9/11 in Afghanistan als Infanterist bei der dänischen Armee gearbeitet und hat seine Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, wollte er in eine Firma bringen, um dort einfach die Produkte entsprechend zu designen, weil er gemerkt hat, da gibt es Defizite oder da sind Ansätze, wo man was verbessern könnte, und auf diesem Prinzip besteht die komplette Produktpalette. Tardigate Tactical fertigt auch komplett in Dänemark, wird alles dort designt, alles dort gefertigt, von daher sehr hochwertiges Material, nur mal so als Background-Info. Okay, was man dazu sagen muss beim MCRS-System, MCRS steht für Modular Chest Rig System. Das ist tatsächlich ein Chest Rig System, was wir so in dem Umfang noch nirgendwo gesehen haben. Wenn ihr was wisst, wo es jemand gibt, der was Ähnliches anbietet, schreibt es uns, aber wir kennen niemanden. Wir haben wirklich gut recherchiert, ist unmöglich. Der große Vorteil hier beim MCRS-System ist, dass ihr so ziemlich für jeden was dabei habt. Wir haben verschiedene Plattformen, wir haben verschiedene Tragesysteme und können das Ganze alles miteinander verbinden. Auch die Nutzung mit dem Plattenträger ist möglich. So viel erstmal vorab. Wir fangen mal an mit dem Infanterie Chest Rig. Das ist im Endeffekt eine Plattform auf Molle-Basis. Da gibt es verschiedene Größen. Ich habe jetzt hier die kleinste in der Hand. Das wären jetzt im Endeffekt 6 Reihen Molle. Das heißt, hier könnt ihr 3 Magazintaschen für AR-15 zum Beispiel drauf montieren. Relativ simpel gehalten. Man hat hier Lasercut eingesetzt. Man hat hier an den Seiten ITW Nexus Hardware, die man abnehmen kann. Das heißt, dieses Plakat lässt sich dann auch auf einem Plattenträger mit Fastex-Verschlüssen nutzen. Und die oberen Befestigungen per Fastex sind fix vernäht. Die bleiben dran. Eine Besonderheit hier ist, man hat bei diesen Modulen immer eine Innentasche. Das heißt, man hat hier im Zentrum bei dem kleinen einen großen Klettverschluss, um hier den Inhalt zu schützen, wenn die Tasche geschlossen ist. Und darin kann ich dann meine Ausrüstung nochmal zusätzlich unterbringen. Eine weitere Besonderheit ist die Unterkante, die hier ausgeführt ist. Bei Tardigate Tactical hat man keine, also man kennt das ja typischerweise von Plakats von anderen Herstellern, die haben hier vollflächig Hakenklett. Damit kann man dann das Plakat auch vollflächig auf den Plattenträger bringen. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Hänger-Pouch, so einen Dengler-Pouch unten dran mache, kommen die auch in der Regel mit Klett. Das heißt, die werden dann von hinten hier dran geklettet. Wäre auch hier möglich. Denn ich habe auch hier ein Klettfeld, das ist allerdings nicht so groß ausgeführt. Das heißt, ihr hättet dann hier ein bisschen Überstand. Das sollte euch bewusst sein. Die Idee bei Tardigate ist, dass ihr als Hänger-Pouches hier diese zusätzliche Lasercut-Molle-Reihe unten nutzen könnt, um dann zum Beispiel ganz reguläre Molle-Pouches einsetzen zu können. Das ist jetzt hier auch eine von Tardigate, die werden wir euch noch vorstellen, wenn wir uns den Pouches widmen. Eine ganz normale 6x2 Utility-Pouch, und die lässt sich dann zum Beispiel hier unten anbringen, um sie dann einfach mit Lasercut-Molle einzuschlaufen. Sehr, sehr cooles System. Ist natürlich nicht so schnell wie Klett, aber dafür universeller, weil ihr einfach nicht auf einen bestimmten Dengler angewiesen seid, sondern so ziemlich jede Utility oder auch Magazintasche, was auch immer ihr hinbauen wollt, da unten anbringen könnt. Ja, das Infanterie Chest Rig gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Größen. Ihr habt hier einmal eine 6er-Reihe, dann gibt es das Ganze nochmal als 8er-Version. Ist im Endeffekt genau gleich aufgebaut. Eine große Innentasche, die fällt natürlich hier in dem Fall dann auch etwas größer aus. Das nächste ist auch noch gleich aufgebaut. Das wäre dann hier die 10er-Variante. Da habt ihr dann nochmal ein bisschen mehr Platz im Innenraum. Und dann geht es los mit 12, 14 und 16. Richtig gehört, 16. Also ihr könnt wirklich für jeden Bauch, für jeden Umfang, für jeden Ausrüstungsbedarf an Molletaschen habt ihr hier Module zur Verfügung. Das hier wäre jetzt dann, wie gesagt, das größte mit 16 Reihen Molle. Da habt ihr amtlich Platz, um Taschen aufzubringen. Da könnt ihr hier auf der Front 3 Magazintaschen zum Beispiel und hier nochmal eine 3er-Utility oder 2er-Utility oder eben Funk 2 und nochmal 3er-Utility hinten drauf packen. Also da geht einiges drauf. Und hier ist es so, man hat hier wieder bei den größeren Modulen immer die Mitte als einzelnes Fach.
Und dann hat man nochmal an den Seiten jeweils ein zusätzliches Fach. Also auch 3 Staufächer hier bei dem 16er, bei dem 14er und auch bei dem 12er Modul. Jetzt könnte man aber sagen, ihr seid vielleicht eher der Typ, der sagt, ich möchte nicht jedes Mal mit Molle-Taschen arbeiten. Ich möchte zumindest meine Primärwaffenplattform, oder ich muss häufig meine Primärwaffenplattform wechseln. Ich möchte gerne in der Mitte vielleicht ein Plakat nutzen, um zum Beispiel von 223 auf 308 zu wechseln oder was auch immer gerade die Mission vorgibt. Und genau dafür gibt es das Infanterie-Chest-Rig auch nochmal als Plakat-Ready-Version. Der Unterschied hierzu ist, denke ich, ersichtlich. Wenn ich mal die beiden hier nebeneinander halte, da habt ihr in der Mitte ein großes Klettfeld, um da eben Plakats aufbringen zu können. Da gibt es auch das MCRS-Plakat von Tardigate direkt. Sieht ähnlich aus wie dieses hier. Das ist jetzt ein Plakat, was wir vom Plattenträger hinten geklaut haben, den wir euch auch noch vorstellen. Hier sind die Schnallen allerdings fest angenäht. Beim MCRS-Plakat, was wir nicht hier haben leider, da sind hier 2 Straps, die man auch nochmal in der Höhe verstellen kann. Also das wäre nochmal die Möglichkeit eben, um mit Plakats zu arbeiten. Hier gehen natürlich auch alle anderen Hersteller, also wenn ihr bereits ein Plakat oder ein Mini-Chest-Rig habt, was hier für die Breite her designt ist, kann man das hier aufsetzen. Die Schnallen sind hier im Vergleich zum Infanterie-Chest-Rig nicht fest vernäht, sondern die werden hier eingeklettet in der Innentasche. Da ist nochmal ein Klettstreifen, der nach unten geht. Und dadurch habt ihr dann hier den Verschluss zum Wechseln. Das heißt, der kann komplett entfernt werden. Dann könntet ihr quasi den Verschluss hier am Rig komplett entfernen und könntet den Verschluss von dem Chest-Rig, was draufkommt, benutzen. Oder aber ihr macht die anderen Buckles ab und benutzt die hier von dem Chest-Rig. Da seid ihr höchst modular, was das angeht. Ja, hier habt ihr 3 verschiedene Varianten. Das wäre einmal für ein 6er Plakat mit 2 Reihen Molle rechts und links. Dann gibt es das Ganze nochmal mit 3 Reihen Molle rechts und links und auch nochmal mit 4 Reihen Molle rechts und links. Also auch da wieder extrem viel Flexibilität. Auch hier wieder, wie beim normalen Infanterie-Molle-Chest-Rig, habt ihr auf der Rückseite abnehmbaren Hakenklett, um eben auch direkt ein Chest-Rig auf den Plattenträger aufbringen zu können, wenn ihr das denn machen wollt. Zu guter Letzt bei der Chest-Rig-Serie haben wir auch noch was für die Recon-Leute, beziehungsweise für alle, die lieber einen Split-Front-Chest-Rig haben. Das ist richtig cool, da haben wir auch am meisten Zeit mit verbracht und mit gespielt und müssen sagen, das ist echt super durchdacht. Hier hat man im Endeffekt 3 verschiedene Module. Das eine wäre 6 Reihen Molle pro Seite, also 12 Reihen Molle. Das hängt hier hinten, das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Dann hat man hier einmal eins mit 7 Reihen Molle pro Seite, also 14 insgesamt. Und dann nochmal mit 16, also 8 pro Seite. Hier ist jetzt die Besonderheit, ihr habt natürlich durch die Split-Front-Variante jeweils rechts und links ein Molle-Panel. Habt hier natürlich dann auch entsprechend ein großes Fach, wo ihr auch nochmal Ausrüstung unterbringen könnt. Und hier wäre jetzt auch nochmal Klett vorgesehen, um zum Beispiel eben auch mit Insert-Taschen zu arbeiten. Die anderen Chest-Rigs kommen alle ohne Auskleidung. Das heißt, hier könnt ihr lose Material anbringen und hier habt ihr die Möglichkeit eben nochmal Taschen zu fixieren. Bei der Befestigung habt ihr die freie Wahl. Die Chest-Rigs kommen, wenn ihr sie kauft, als Modul mit den Fastex-Verschlüssen hier. Das heißt, so hättet ihr das schon mal direkt in der Nutzung. Aber wenn ihr sagt zum Beispiel, ihr möchtet jetzt hier keine Fastex-Verschlüsse haben, sondern zum Beispiel eine Rockschnalle oder für Spear-Tubes, dann könnt ihr natürlich da auch andere Module einsetzen. Die Rockschnallen gibt es zu kaufen bei Tardigate Tactical direkt. Für Spear müsst ihr halt woanders her besorgen, aber die sind ja vom Bauformat her gleich. Das heißt, alle Schnallensysteme, die im Endeffekt hier über 2 Schnallen befestigt werden, lassen sich hier auch anbringen. Und dann hättet ihr hier zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, ein Chest-Rig zu haben, was zum Beispiel ohne Unterbrechung ist. Also das wirklich so am Körper liegt, um da eben das Ganze zu befestigen. Natürlich kann man hier auch G-Hooks einsetzen oder Fitlocks, was auch immer ihr als Verschluss haben wollt. Und der Clou ist hier in der Größenverstellung. Man kennt das ja bei anderen Herstellern, die haben dann hier draußen irgendwie nochmal eine Schnalle, die oftmals im Weg ist, um eben eine Schnellverstellung zu gewährleisten. Ist eine schöne Sache, aber in der Regel braucht man keine Schnellverstellung, sondern einfach nur eine Möglichkeit,
einmalig fix zu verstellen. Und das ist hier auch nach innen gelegt, ähnlich wie bei den Molle-Plakat-Systemen. Ihr habt hier einen Strap, den ihr hier in der Länge variieren könnt. Das heißt, der wird innen eingeklettet und dann könnt ihr hier, je nachdem wie ihr das braucht, die Länge einstellen, um da eben dann entweder einen Spalt dazwischen zu lassen oder das Ganze noch enger zusammenzubringen. Auf der Rückseite habt ihr hier jeweils rechts und links Klettmodule. Das heißt, das ist auch nochmal schöner gelöst als zum Beispiel jetzt gerade, wenn ich mal das 6er Chestrig nehme. Das ist ja vergleichbar zum Beispiel mit dem Whisky 34 Chestrig von Spiritus Systems. Das hat innen jetzt hier 3 fixe Magazintaschen. Jetzt möchte ich vielleicht aber zum Beispiel von A15-Systemen hier Klettmodule aufbringen und dann habe ich beim Spiritus 3 verschiedene Größen und hier hätte ich die Möglichkeit, die Platzierung zu wählen, also wo die Taschen genau sitzen und eben halt auch welche Taschen ich nutzen möchte. Also alles, was irgendwie klettbar ist, kann man von innen dagegen kletten. Wäre zum Beispiel auch eine Holsterlösung möglich. Da müsst ihr euch natürlich bewusst sein, dass das hier natürlich auch abfallen kann. Das heißt, wenn der Klett nicht ordentlich hält, muss man das nochmal sichern. Man hat hier zumindest in der Mitte, hätte man hier nochmal einen Fixpunkt, wo man sichern kann. Aber der findige Bastler wird da auch eine Lösung finden. Auch beim Split-Front Chestrig gilt, wenn ihr das Ganze auf dem Plattenträger nutzen wollt, habt ihr hier im vorderen Bereich jeweils 2 Klettmodule mit Hakenklett, um da eben das Ganze auch am Plattenträger zu befestigen. Die Chestrigs kommen ohne Gurte. Das heißt, wenn ihr auf der Tardigate-Seite seid, könnt ihr euch das angucken. Das ist alles sehr genau beschrieben. Ihr kauft im Endeffekt hier euer Modul, was ihr haben wollt, sei es jetzt hier das normale Infantry Chestrig oder das Infantry Chestrig Molle, Plakat Ready oder eben ein Split-Front Chestrig. Und dann habt ihr die Qual der Wahl bei den Harnessen. Das heißt, alles, was man irgendwie an den Schultern trägt. Dazu haben wir aber ein extra Video für euch, weil das ist auch nochmal relativ umfangreich, weil man da viel ausprobieren und spielen kann. Deswegen würden wir euch das in dem nächsten Video zeigen. Hier habe ich euch jetzt mal ein typisches, modernes Recon-Loadout gemacht, was für kurze Einsätze eher konzipiert ist. Das heißt, wir haben das kleinste Modul vom Split-Front Chestrig genommen. Das ist in dem Fall das Recon Chestrig MCRS mit 6 Reihen Molle pro Seite. Hier haben wir jetzt auch mal andere Hersteller genommen, weil wir euch die Taschen von Tardigate Tactical nochmal separat vorstellen wollen und nicht zu viel vorne weg teasern. Deswegen haben wir hier Spiritus-Taschen eingesetzt. Im Endeffekt 2 Magazinmodule hier auf der Front. Hier hat man jetzt mit ITW Nexus-Schnallen gearbeitet. Hier sieht man jetzt auch schon schön, da ist ein Spalt gewünscht. Das heißt, hier ist das Rig nicht eng anliegend, könnte man aber eben realisieren. Und hier an der Seite nochmal 2 GP-Pouches, wo dann im Endeffekt was zu trinken, Wasser, Medic und nochmal ein Nachtsichtgerät untergebracht sind. Schauen wir uns das Ganze nochmal auf der Innenseite an. Hier wäre jetzt zum Beispiel mit den Halterungen vom Chestrig eine Sicherung angebracht, um hier ein Holster in der Innentasche zu tragen. Also man könnte hier zum Beispiel dann auch nochmal eine Pistole unterbringen, wenn die Mission das erfordert. Oder wenn denn eine Pistole hier noch gewünscht ist, wäre das so möglich. Und jetzt habe ich hier auch mal für euch gerade mal ein paar Magazintaschen. Die sind jetzt von Tasmanian Tiger, das sind Klettmodul-Magazintaschen, dass ihr auch mal sehen könnt, wie das dann aussehen würde. Denn im Vergleich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, beim Spiritus Chestrig hat man den Nachteil, man hat fest vernähte Elastiktaschen und die laufen zum Teil auch hinter den Schnallen. Das heißt, man kommt da überhaupt nicht an die Magazine gescheit ran. Und hier in dem Fall könnte man wirklich hergehen und die Magazintaschen sowohl in der Höhe positionieren, als auch eben wo sie hier sitzen. Ja, das heißt, ich habe hier meine 2 AR-Magazine, die hinten dran sind und könnte jetzt hier an der Front, theoretisch, wenn ich jetzt hier Flauschklett nochmal auf Flauschklett hätte, könnte ich hier mit einer Pistol-Mag-Pouch noch arbeiten. In dem Fall setze ich die jetzt einfach nochmal hier hin, auch wenn das hinter der Pistole natürlich keinen Sinn macht. Das wird ja viel zu sehr auftragen, aber einfach, dass ihr mal seht, wie hier verschiedene Varianten möglich wären. Und dann hättet ihr das Ganze hier dann so gelöst. Natürlich hat man mehr Klett bei der 8er-Lösung. Das heißt, hier könnte ich dann tatsächlich hergehen und von hinten anfangen zu arbeiten. Mit 2 Rifle-Modulen. Und vorne würde auch nochmal eine Pistol hinpassen. Die würde ich jetzt natürlich logischerweise ein bisschen höher setzen, damit die Magazine oben auch zugreifbar sind. Und dann seht ihr, habt ihr hier auf der Rückseite, ohne die Molle überhaupt zu benutzen,
habt ihr hier jetzt schon bei der 8er-Variante des Recon Chestrix die Möglichkeit, schon mal 4 AR-Magazine plus 2 Pistol und vielleicht nochmal 2 Pistol oder eben ein Multitool und eine Taschenlampe auf der Innenseite zu tragen, ohne dass das groß stört. Sehr, sehr cool und durchdachtes System unserer Meinung nach. Das war Teil 1 unserer Tardigate Tactical MCRS-Serie. Im zweiten Teil werden wir euch nochmal die Harnesse, also die Tragesysteme für das Chestrig präsentieren. Und dann gibt es noch 4 weitere Videos über Pouches und Buttpacks und den Plattenträger, den ihr hier schon im Hintergrund angeteasert seht. Ja, was sagt ihr dazu? Wir finden qualitativ hochwertig, super gutes Produkt, für jeden was dabei, egal ob dünn, dick, breit, schwer, Full Kit oder Low Profile. Also wirklich jede Größe ist bedacht worden. Super cooles System. Ihr bekommt Tardigate Tactical beim Hersteller selbst und bei allen Händlern, die Tardigate Tactical führen. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.